Thomas Purz bestellt im Internet ein neues Smartphone. Das Gerät ist defekt. Er schickt das Smartphone über den Paketshop von UPS an den Hersteller zurück. Da war die Erwartung riesig groß, dass innerhalb von 2-3 Wochen das Gerät repariert wieder bei mir zu Hause ankommt. Doch es kommt anders. 4 Wochen vergehen und Thomas Purz hat sein neues Smartphone immer noch nicht zurück. Da hat mir der Hersteller gesagt, das Gerät ist nie eingegangen bei ihm. Und ich selbst möge mich doch bitte mit UPS in Verbindung setzen und nachforschen, wo das Gerät denn wäre. Eine Frage, die er UPS auf verschiedenen Wegen stellt. Bei der Service-Hotline steckt er stundenlang in der Warteschleife. Per Mail bekommt er standardisierte Antworten wie: Sein Nachforschungsantrag werde bearbeitet und er müsse sich etwas gedulden. Inzwischen sind mehrere Monate vergangen. Man kommt sich einfach vollkommen hilflos vor. Man ruft bei einem Callcenter an und die Ansprechpartner, die sich sehr bemühen, die sind freundlich, sind nette Leute, aber in der Sache können die sehr wenig ausrichten. Die haben wohl, so war mein Eindruck, überhaupt nicht die Kompetenz, irgendwie nachzuforschen. Rauskam aber, dass wohl das Gerät nie bei UPS angekommen ist. Mit seinem Paketärger ist Thomas Purz nicht alleine. Der Onlinehandel boomt, die Flut an Paketen wächst. Wenn die bestellte Ware verspätet, beschädigt oder überhaupt nicht ankommt, ist das ärgerlich. Ich weiß es von einer Nachbarin, dass das auch ziemlich nervig ist, weil man ständig telefonieren muss, die Warteschleife stundenlang irgendwie nicht durchkommt. Das habe ich schon gehört, aber selber habe ich die Erfahrung Gott sei Dank noch nicht gemacht. Das einzige Problem ist, dass Pakete oftmals vor die Tür gestellt werden. Und wenn sich da einer bedienen will, okay. Verloren ist doof natürlich, aber wenn es mal ein bisschen länger dauert, finde ich jetzt nicht schlimm. Aber da habe ich mich beschwert. Und dann? Da ist nichts passiert. Paketsendungen erreichen einen neuen Rekordwert. Berechnungen zufolge erhält jeder Deutsche im Schnitt 40 Pakete pro Jahr. Gibt es Ärger mit der Zustellung, werden Kunden auch mal alleine gelassen mit ihrem Frust. Diese Erfahrung hat Thomas Purz gemacht. Seit Monaten weiß er nicht, wo sein Paket steckt. Jetzt sind schon 6 Monate vergangen, seit ich das Gerät gekauft habe und habe vom Hersteller jetzt im Internet, in den sozialen Medien gelesen, im nächsten Monat wird ein neues Nachfolgegerät auf den Markt kommen, was dann zur Folge hat, selbst wenn ich das Gerät heute wieder zurückbekäme, es, ohne dass ich es jemals hätte benutzen können, irgendwie einen Wertverlust von 50% hat. Und dann fühlt man sich einfach hilflos. Und zwar deshalb, weil UPS ihm bei der Suche nach dem verlorenen Paket keine Hilfe war. Wir schalten uns ein und bitten den Paketdienst um Stellungnahme. Uns schreiben sie: Leider wurde bei der Retoure ein falsches Versandlabel auf der Sendung angebracht. Die Sendung konnte nicht mehr ausfindig gemacht werden. Wir haben den Verlust anerkannt. Wir raten, sich an den Auftraggeber des Versandes zu wenden. Thomas Purz wird erneut Kontakt mit dem Hersteller des Smartphones aufnehmen. Er hätte sich von UPS gewünscht, diese Antwort nicht erst auf Nachfrage von uns zu bekommen. Vertrauen ist komplett weg. Ich weiß jetzt, wenn ich ein Paket irgendwo bestelle, wertvolle Geräte drin sind, dass die jederzeit verschwinden können. Mittlerweile ärgert er sich mehr über den Paketdienst als über den Verlust des Smartphones. So soll es nicht laufen. Schönen guten Abend, Frau Gettert von der Verbraucherzentrale. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, echt ärgerlich, was Herr Purz da erlebt hat. Wie ist es geregelt, wenn ein Paket nicht ankommt? Wir sind ja tatsächlich alle gewöhnt, dass die allermeisten Pakete schon nach 1 bis 2 Tagen bei uns ankommen. Aber die Zusteller, die behalten sich auch längere Fristen vor. Also wenn man da mal ins Kleingedruckte schaut, dann wird man sehen, zum Beispiel DHL sagt, ja, wir liefern zwar in der Regel in 1 bis 2 Werktagen, aber es kann auch bis zu 5 Werktage dauern. Hermes zum Beispiel lässt das ein Stück weit offen, wie lange es denn dauern darf. Okay. Also da muss man wirklich ein bisschen mehr Geduld mitbringen, als wir es alle gewohnt sind. Und dann muss eben ein Nachforschungsantrag gestellt werden.
Gut, da müssen wir jetzt gucken, wer den stellen muss und wie das dann weiterläuft. Also welche Rolle spielen denn unterschiedliche Tarife? Also ich kann ja zum Beispiel als Päckchen verschicken, das hat, glaube ich, keine Versicherung. Genau. Und als Paket, das ist dann bis 500 €, glaube ich, versichert. Ja, auch das ist unterschiedlich. Die wichtigste Unterscheidung ist eben, ist es eine unversicherte Sendung oder eine versicherte? Bei der Versicherten hat man eben auch dieses Tracking, diese Sendungsverfolgung und kann am bestenfalls immer genau sehen, wo das Paket gerade steckt. Aber auch die Versicherungssummen unterscheiden sich da zum Teil von Anbieter zu Anbieter. Darum gerade dann, wenn man was besonders Wertvolles verschickt, sollte man doch noch mal in die Bedingungen schauen, ob überhaupt der Wert der Ware abgesichert ist. Okay, und ganz oft ist ja, wenn es eben eine Online-Geschichte war, so ein Retourenaufkleber dabei. Ist das dann in der Regel als Paket oder dann versichert? Ja, Online-Shops arbeiten in der Regel nur mit versichertem Versand. Dieser unversicherte Versand, der wird eher von Privatleuten benutzt. Okay. Was sollte ich jetzt tatsächlich genau machen, wenn nichts ankommt? Also auch nach einer Zeit, was würden Sie denn sagen, was ist realistisch? Also Ja, eine Woche? Die Fristen sind da unterschiedlich, aber ja, eine Woche ist, denke ich, immer eine gute Zeit, da nochmal nachzuhaken. Allerdings muss man da auch unterscheiden, habe ich jetzt als Privatperson etwas von einer Privatperson zum Beispiel gekauft oder habe ich im Online-Shop eine Warenbestellung getätigt? Gut, machen wir erstmal das Beispiel. Ja, das ist wichtig zu wissen, denn immer dann, wenn ich als Verbraucherin in einem Shop was bestelle, dann trägt der Versender das Versandrisiko. Das bedeutet, erst dann, wenn ich die Ware wirklich in Händen halte, bin ich auch zu einer Zahlung verpflichtet. Und vorher muss der Versender eben zusehen, dass ich die Ware erhalte. Ohne Ware gibt es auch kein Geld. Gut, also nicht PayPal, nicht Vorauskasse, sondern am besten per Rechnung machen. Wie ist es jetzt bei der Retoure? Also dann bin ich ja quasi der Versender. Das ist richtig, aber da ist die Beweisregel tatsächlich andersrum. Also wenn ich eine Retoure veranlasse, dann muss ich nur darlegen, beweisen, dass ich das Paket richtig gepackt habe, den Aufkleber richtig draufgeklebt habe und das im Shop abgegeben habe. Da kriege ich ja dann auch den entsprechenden Beleg. Kriegt man den Schnippel Den sollte dafür. man super gut aufheben. Okay, wie ist es beim Privatkauf? Oder wenn ich privat was hin und her schicke, da ist es ein bisschen anders. Ne? Da sind die Regeln unterschiedlich, genau. Wenn ich von einer Privatperson als Privatperson etwas kaufe, dann ist die versendende Person eben auch aus dem Schneider, wenn sie darlegen kann, ich habe es ordnungsgemäß abgegeben. Weil die auch einen Schnippel hat. Genau, Ja. genau. Okay. Was, wenn das Paket angeblich ausgeliefert wurde, aber einfach nicht da ist? Die Zustelldienste, die behalten sich in ihren Bedingungen allesamt vor, das eben auch als Ersatzzustellung zuzustellen. Das heißt, in der Nachbarschaft abzugeben. Und die Definition von Nachbarschaft, die ist da auch oft unterschiedlich. Okay. Aber man sollte eigentlich davon ausgehen können, dass die Nachbarschaft wirklich nur die Menschen sind, die rechts, links, neben mir, gegenüber, oben drüber wohnen. Wenn ich keine Benachrichtigung bekommen habe, dann gilt das auch nicht als zugestellt. Das heißt, dann bin ich eigentlich auch aus dem Schneider. Aber in der Regel möchte man seine Ware ja oder das Paket ja erhalten. Darum würde ich einfach mal rundherum klingeln und nachfragen, hat jemand was gesehen? Okay, wenn man das auf keinen Fall will, dann kann man das tatsächlich abmelden oder ausklammern, aber das kostet dann extra. Ne? Genau, Ja. es gibt diese Möglichkeit der eigenhändigen Zustellung. Dann bekommt nur die Person, die es bestellt hat, auch das Paket. Da wird dann auch der Ausweis kontrolliert. Ja. Oder eben jemand, der wirklich schriftlich bevollmächtigt ist, wenn man selbst nicht zu Hause ist. Okay. Kleiner Schlenker, mich nerven ja diese mindestens 3 E-Mails, die kommen. Jetzt ist es weggeschickt, bald kommt es und jetzt ist es da und gleich kommt es. Und da gibt es eine neue Masche mit diesen E-Mails, ne? Ja, genau. Also wir sind es ja auch alle gewohnt, dass man zig Mails kriegt, wo irgendwas von einem Paket, was auf mich wartet oder mir zugestellt werden soll, drinsteht. Und das machen sich eben Versender von Spam-Phishing-Mails zunutze. Da sehen wir so eine, die sieht echt richtig gut gemacht Die sind aus. mittlerweile gut gemacht. Also Ja. das Logo und die Farben, die sind schon ganz gut kopiert. Aber es sind eben gefälschte Paketbenachrichtigungen. Und diese E-Mails dienen nur dazu, Zahlungsdaten abzufischen, also zum Beispiel Kreditkartendaten. Darum lieber noch mal einen genauen Blick drauf werfen, wer hat die Mail eigentlich wirklich versendet. Und ich empfehle da keinen Links zu folgen und erst recht keine Zahlungsdaten, also Kreditkartendaten oder Ähnliches anzugeben. Auf keinen Fall, genau. Ganz kurze Frage noch. Früher musste man ja immer unterschreiben, wenn man ein Paket gekriegt hat. Jetzt ist jetzt nicht mehr so seit Corona. Ist es trotzdem rechtlich anders oder so geblieben im Grunde? Die Rechtslage hat sich eigentlich überhaupt nicht verändert. Das heißt, wenn ein Bote mir eine Lieferung einfach nur vor die Tür stellt und es kommt abhanden, dann muss ich auch nicht bezahlen oder nicht dafür haften, sondern das Risiko liegt dann beim Zusteller. Das war in Corona-Zeiten natürlich sinnvoll, um das Infektionsrisiko zu minimieren. Aber solange ich keine Abstellgenehmigung erteilt habe, also solange ich nicht sage, das ist in Ordnung, mir das einfach vor die Tür zu stellen, trägt das Risiko dann der Zusteller. Frau Gettert, Dankeschön, dass Sie danke da Ihnen. waren. Vielen Dank.